Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, nachdem wir letztes Mal den Dalukat im YouTuber Dungeon bezwungen haben, wird es Zeit, heute den vorletzten Gegner vom Dungeon zu besiegen oder ihn zumindest mal auszuprobieren, ob wir ihn überhaupt besiegt bekommen. Das wissen wir ja noch nicht, ne? Allerdings habe ich ein ganz gutes Gefühl bei der Sache, dass das Ganze nicht zu schwer werden sollte, ja. Davor werden wir jetzt erstmal nochmal kurz das Inventar aufräumen. Das muss natürlich noch sein hier, bevor wir uns jetzt in den Dungeon wagen. Und dann sind wir nämlich auch schon fast durch mit dem YouTuber-Dungeon, ja. Das ist ziemlich krass, weil wenn wir jetzt den nächsten Gegner besiegen, was der Early Boy sein wird, wohl oder übel, dann sind wir schon beim Endboss tatsächlich. Bei Gegner 20 von 20 und ja, ich denke mal, der wird, ja, ich weiß nicht, ich muss mal gucken, wie hart der sein wird. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. So, ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal soweit alles erledigt, dass wir jetzt bereit sind, hier in den Kampf gegen den Early Boy hier, ja, zu gehen. Etage 19 von 20, YouTuber Dungeon, Stufe 573. Ich habe immer diesen Zahlendreher, es ist unglaublich. Ja, wir drücken auf Kämpfen und mal schauen. Es ist ein Geschickgegner. Okay, da müssen wir auf jeden Fall Geschick beweisen hier. Er unterwegs mit dem Wischmob auf jeden Fall. Geschickgegner, ja, ich weiß ja nicht. Also eigentlich sollte es ja machbar sein, wenn man sich mal die Crits vom Marquardt anguckt und jetzt ich vielleicht noch, nein? Okay, ist wieder so ein Ding. Ist wieder so ein Ding wie mit dem Zebra oder mit allen anderen Sachen. Wenn es keine Magier sind, dann wird es immer noch mal ein kniffliges bisschen, ja, schwieriger auf jeden Fall, hier den Gegner zu besiegen, weil er halt, ja, ein bisschen mehr Leben hat. Er kann halt ausweichen und so, ne? Also wir müssen halt den perfekten Try auf jeden Fall hitten. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass wir ihn heute hier zur Strecke bringen werden, den Early Boy hier und sein, ja, verschmitztes Grinsen aus dem Gesicht vielleicht, herauslocken können, um es mal freundlich zu formulieren, ja. So, man sehe, Marquardt ist auf jeden Fall ready heute. Kunigunde, ein Crit vielleicht jetzt? Jawohl, jetzt müsste ich nur noch einen Crit raushauen und tu es leider nicht. Ja, das ist natürlich wieder so eine Sache. Also Marquardt bisher heute bessere Arbeit geleistet als ich hier in der Episode. Ja, das ist natürlich bedauerlich an der Stelle. Ja, und wenn der Marquardt nichts macht, dann brauche ich gar nicht großartig weitergucken. Kein Crit, das ist schon mal nicht gut. Kunigunde macht auch gar nichts. Ja, und ich hau dann hier fast ihn alleine zu. Also, ja, da sieht man halt, wie random das Ganze wieder mal ist. Ne, so. Marquardt, gute Arbeit. Kunigunde haut einen Crit raus. Ich bin in der Lage, ihn über die Hälfte des Lebens abzuziehen. Wir haben es gesehen, ich habe ihn über, was war das, 519 Millionen habe ich ihnen Schaden gemacht. Also dazu bin ich auf jeden Fall imstande. Nur ich muss es dann halt auch eben umsetzen an der Stelle, ne? Und wenn es da eben scheitert, dann eigentlich theoretisch, in der Theorie bräuchte eigentlich nur ich treffen, also ich bräuchte nur einen Crit-Treffer, ne? Also mein Main halt und Marquardt, dann wäre er schon down. Mehr bräuchte es gar nicht, ja? 2 einigermaßen gute durchschnittliche Crit-Treffer. Ja, nicht so unterdurchschnittlich, weil ja mein Begleiter, als auch ich, ziemlich hohe Spannen haben so. Rechts raus 4879 und der Marquardt hat hier auch 4568. Also von daher, ne, ist natürlich das Potenzial ziemlich hoch, aber das Potenzial ist natürlich auch da, unterirdische Crit-Treffer rauszuhauen, aber wenn man sich das Ganze mal anschaut, wie gesagt, gefühlt eigentlich nur der Marquardt ein Crit-Treffer und ich ein Crit-Treffer und dann soll es das eigentlich gewesen sein. Jetzt nur ich ein Crit und da haben wir ihn, den Early Boy. Da haben wir ihn zur Strecke gebracht, ja, wie ein Auto, das aus dem Boxenstopp rauskommt. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie fällt mir immer irgendein Scheiß ein. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Den Early Boy haben wir hier besiegt, ja. Ich muss sagen, das Profilbild von ihm, ja, ist auf jeden Fall,
es sieht so ein bisschen grimmig aus, sag ich mal, irgendwie so, so diese Augenbrauen, die so ein bisschen runtergezogen, dann dieses komische Grinsen auf jeden Fall. Ja, aber ich denke mal, das passt zu ihm. Ja, es hat natürlich no front an der Stelle hier. Und da haben wir es geschafft, da sind wir hier bei Etage 20 von 20. Wer sich dahinter verbirgt, das werden wir auf jeden Fall im nächsten Video erfahren. Einige von euch werden es schon wissen, ich bitte euch aber, das nicht in die Kommentare großartig zu spoilern. Das wäre ganz nett den anderen gegenüber, die es vielleicht noch nicht wissen, wer da drin ist. Ja, ihr werdet es wahrscheinlich sowieso am Thumbnail des nächsten Videos sehen, wer da drin ist. Ne? Und wie gesagt, ich denke, ich gehe mal von aus, 80% wissen es eh schon, weil es ist ja schon bekannt. Ne? Die Liste ist ja schon da und es haben ihn ja auch schon einige besiegt, den Dungeon hier. Es ist ja auch nichts Weltbewegendes, großartig so, ne? Aber trotzdem, vielleicht gibt es ja Leute da draußen, die es noch nicht wissen und die sich gerne überraschen lassen wollen. Auf jeden Fall werden wir den nächsten Gegner dann auch in der nächsten Episode attackieren. Ne? So, Kundschafter, Gürtel haben wir bekommen vom Early Boy, ja. Mit Widerstand gegen Blitze 56%, 25 Stat-Punkte mehr, aber Rüstung ist deutlich, deutlich weniger. Deswegen für die 25 Punkte lohnt sich das meines Erachtens jetzt großartig nicht, das Ding hier nochmal extra zu sockeln, ja, und dann nochmal zu verbessern. Nö, mache ich nicht mit. Sehe ich nicht ein an der Stelle, verkaufe ich einfach das Ding. Kristalle haben wir jetzt wieder relativ viele, bunker ich momentan ein bisschen, aber die Updates sind auch schweineteuer, muss ich mal dazu sagen, jetzt in letzter Zeit. Ich habe hier fast alles. Habe ich hier alles? Ja, ich habe übrigens, ich weiß gar nicht, ob es jemand aufgefallen ist, ich habe eine neue Mütze hier. Ne, das ist die Mütze des Bestrafers hier. Die, ja, ein Weihnachts-Epic, das habe ich, glaube ich, einfach so gefunden in einer Quest oder so. Auf jeden Fall war ja mein Helm schon ziemlich outdated. Ich glaube, ich habe damit so 35 Stat-Punkte oder sowas gut gemacht. Das Ding war eh schon gesockelt, also von daher alles gut. Ne? Und ja, deswegen habe ich das Ding jetzt auf hier. Habe alles 9-mal verbessert und jetzt eine Verbesserung kostet jetzt mich schon fast 39.000 Kristalle, was schon ziemlich krass ist, wenn wir, gucken wir mal die Waffe. Gucken wir euch mal, eine Verbesserung kostet hier schon 72.000 Kristalle. Und, Alter, und 2-mal verbessern schon 163.000. Das ist ganz schön happig, muss ich mal so dazu sagen. Für ein paar Stat-Punkte. Ich meine, gut, die Waffe bringt natürlich immer deutlich mehr, ne, als die Items hier so. Jetzt guckt mal auf die Verbesserung hier, ne, so 290 so im Schnitt und hier einfach so 552. Ist natürlich schon ganz schön krass, viel mehr. Also es lohnt sich auch. Ich meine, die Preise sind gerechtfertigt, wenn wir es mal so sagen. Die sind schon okay für das, was sie halt bringen, weil die Verbesserungen später, die bringen schon ziemlich heftige Stat-Punkte mit sich. Trotzdem das Ganze erstmal zu erfarmen, das ist ziemlich aufwendig auf jeden Fall. Und deswegen ja, achte ich da immer 2-3 Mal drauf, bevor ich irgendwas verbessere, weil ich da wirklich so gut wie keine Ressourcen irgendwie verschwenden möchte oder so. Da bin ich ziemlich penibel, ja, weil das natürlich auch mit viel Aufwand in Verbundenheit gerät. Ja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ne? Ja, genau. Gut, dann haben wir das soweit schon mal erledigt wieder hier. Die Quest des Tages ist hier Magier besiegen. Gut, das mache ich mal irgendwann später vielleicht. Ja, wir können noch mal kurz reinschauen, was der Arena-Manager hier macht. Ja, der läuft so vor sich hin. Opfer ich? Ne, mache ich später. Mache ich jetzt noch nicht. Genau, ja, und so sieht das Ganze aus hier. Ne? Jetzt haben wir den nächsten YouTuber besiegt. Freut mich auf jeden Fall sehr. Es ging. Ich hätte gedacht, der Early Boy ist auch ein Magier, weil ich dachte, die danach kommen, die sind ein bisschen leichter, weil es halt alles Magier sind so. Habe ich mich aber getäuscht, war ein Kundschafter. War trotzdem natürlich noch ziemlich easy vom Ding her so, ne? Also jetzt im Vergleich zum Zebra, was wir da hatten, ist das immer noch ziemlich einfach gewesen. Ne? Es war wirklich wahrscheinlich einfach nur so ein kleiner Blocker gewesen im Dungeon und deswegen, ja, ich meine, danach ging es jetzt einigermaßen. Und ich hoffe, dass der Endgegner mir jetzt auch nicht so viele Pilze rauben wird, dass ich jetzt hier wieder Insolvenz anmelden muss und der Peter Zwegert wieder an meiner Tür klopft und mir wieder mit seinem Flipchart irgendwie was, ein Finanzdiagramm aufzeichnet, wie ich aus meiner Schuldenfalle rauskomme. Ja, das wollen wir hoffentlich vermeiden und deswegen hoffe ich mal auch, dass der... Hallo... Ja, okay, gut.
ja, dass denn der Endgegner mir nicht allzu viele Kopfschmerzen bereiten wird. Ne? Das wollte ich nur mal dazu sagen. Digga, was ist denn jetzt hier los mit den Pets? So, jetzt aber mal hier, gut hier, auch jetzt mal mit den Pets hier. Da reicht jetzt aber auch mal hier mit den Pets, jetzt auch mal hier. So, wir sind noch schnell auf Dämonenjäger, da füttern wir auch nochmal ganz schnell durch. Und dann ist es das auch für heute wieder gewesen, ja. So, da haben wir das. Oh, nice, Devastator kriegen wir auf 100, das gibt auch nochmal einen coolen Boost auf jeden Fall. So, ich weiß nicht, irgendwie die Früchte sind bei mir komisch in letzter Zeit hier. Ich glaube, die verfaulen so langsam mal hier. Okay, gut. Glücksrad können wir noch kurz drehen, ja. Ich hatte letztes Mal auf dem Battle Mage, glaube ich, da hatte ich tatsächlich... Oh, jetzt habe ich, glaube ich, einen Pilz ausgegeben auf dem Free-to-Play. Auf dem Battle Mage habe ich letztes Mal ein Epic aus dem Glücksrad bekommen. Das wollte ich euch eigentlich zeigen, aber hatte die Aufnahme halt nicht an. Das war... Habe ich das noch? Ne, habe ich, glaube ich, schon zerlegt. Das war auf jeden Fall hier dieser Weihnachtsbart gewesen. Dieses, ja, auf jeden Fall ein Winter-Epic wieder mal. Ne? Soll auch mal vorkommen, dass das auch mal passiert, dass man aus dem Glücksrad einen epischen Gegenstand bekommt. Ist natürlich mit viel Glück natürlich auch in Verbindung. Aber ja, muss man eben haben oder man hat es eben nicht. Gut, ich habe es meistens auch nicht, aber ja, ab und zu kommt es mal vor. Gut, das war es soweit von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.